Wenn man nach Kinderstars in Horrorfilmen fragt, fallen den Fans unter euch sicher so bekannte Namen ein wie Heather O'Rourke in der Poltergeist-Trilogie, Sie sind hier. Harvey Stevens in Das Omen Sharon. und nicht zuletzt Linda Blair in Der Exorzist. Oh mein Gott. Die Karrieren dieser sowie zahlloser anderer verliefen zum Teil recht unterschiedlich, nahmen ein abruptes, tragisches Ende oder fanden nach einmaligem Auftritt faktisch gar nicht erst statt. Heute wollen wir die Laufbahn einer Schauspielerin etwas genauer beleuchten, die man zweifellos als ersten minderjährigen Star des Gruselkinos bezeichnen kann und deren weiterer Lebensweg durchaus als Vorlage für einen Hitchcock-Klassiker gedient haben könnte. Am 4. August 1915 wurde Eleonore Loni Nest in eine Berliner Künstlerfamilie hineingeboren. Ihre Mutter war die Schauspielerin Annie Nest, ihr Vater Lustspielautor und Bühnendarsteller, überwiegend in komödiantischen Rollen. Im Alter von 4 Wochen war das erste Mal eine Kamera auf sie gerichtet. Einjährig sammelte sie erste Erfahrungen auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Nach dem Tod des Vaters 1919 wuchs sie als Halbwaise auf. Bis zum Herbst 1920 wirkte das Mädchen bereits in mindestens 8 Stummfilmen als Nebendarstellerin mit, vorwiegend im dramatischen Genre. Sie spielte dabei an der Seite so berühmter Persönlichkeiten wie Anita Berber, Konrad Veidt oder Asta Nielsen. Die kleine Loni war vielseitig einsetzbar. In Harakiri mimte sie den jungen Olaf, Sohn der Hauptdarstellerin Lilda Gober. Sie zeigte großes Talent, musste aber auch hart für den Erfolg arbeiten und schon frühzeitig eine Tanzausbildung absolvieren. Am 29. Oktober 1920 feierte schließlich Wegeners expressionistisches Meisterwerk Der Golem, wie er in die Welt kam, Premiere, mit dem Regisseur selbst als titelgebende Figur und mit Eleonore, die dem Lehmkoloss spielerisch die Kapsel mit dem lebensspendenden Wort abnehmen kann und das Ungetüm damit zur Strecke bringt. Eine Szene, die Filmgeschichte geschrieben hat. Das Mädchen wurde daraufhin das Gesicht der Unschuld im noch relativ jungen Kino des Schreckens und trat in der Folge in weiteren, wegbereitenden Horrorfilmen auf. So zum Beispiel im Gruselkrimi Schloss Vogelöd, eines von sage und schreibe 9 Engagements im Jahre 1921. Oder in Nosferatu 1922. Beides Werke Friedrich Wilhelm Murnau. Um sie nicht zu früh auf ein Genre festzulegen, verzichtete man jedoch auf die Nennung ihres Namens in den Anfangstiteln.
Rolle folgte auf Rolle. Nach dem überaus erfolgreichen Abstecher ins schaurige Fach auch wieder vermehrt in Dramen. Während der Dreharbeiten zu Tragödie der Liebe 1922/23 wurde Loni Zeugin der Begegnung dreier ganz besonderer Menschen. Die junge Marlene Dietrich lernte hier den Aufnahmeleiter Rudolf Sieber kennen, den sie kurz darauf ehelichte. Die männliche Hauptrolle spielte Emil Jannings, an dessen Seite Marlene 1930 ihren größten Erfolg verbuchen konnte. Herumspielen mich wie Motten das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben und sonst gar nicht. Kaum vorstellbar. Aber mit der Kompetenz von knapp 30 Filmen verfolgte der routinierte Kinderstar bereits in So sind die Männer Dietrichs erste zaghafte Schritte vor der Kamera. Alsbald glänzte diese mit deutlich mehr Selbstbewusstsein. You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew. You will always be my necessity, I'm lost without you. You're the cream in my coffee. Mensch, was fällt dir eigentlich ein? Soll das Klavierspielen sein? Von dem Dreck soll ich singen? Du hast den Waschdruck, aber nicht hier, stehst du? Dussel. Da wir eingangs auch von Hitchcock sprachen. Der Altmeister unternahm 1925 in Die Prinzessin und der Geiger seine ersten Gehversuche in dem Metier, das er später so entscheidend prägen sollte. Eleonore war hier ebenfalls Teil des Schauspielstabes. Mit zunehmender Erfahrung verlängerte sich auch ihre Leinwandpräsenz. In Die freudlose Gasse füllte sie den bedeutenden Part von Greta Garbos Schwester Mariandel aus. Als Prototyp für das Kino der neuen Sachlichkeit löste das größtenteils von Frauen getragene Meisterwerk den Expressionismus ab. Die Darstellung des Jungtalents reihte sich nahtlos in die schauspielerischen Leistungen von Garbo, Asta Nielsen, aber auch Valeska Gerd oder Hertha von Walter ein. Loni war auf dem besten Wege, ein Weltstar zu werden. Nach den Dreharbeiten zu Die Heilige und ihr Narr zog sie sich jedoch 1928 mit 13 Jahren aus der deutschen Öffentlichkeit zurück. Der aufkommende Tonfilm ließ sie ihre Zukunft in der Branche in Frage stellen und Zweifel aufkommen, ob sie in der Lage wäre, ihr Können entsprechend den neuen Anforderungen anzupassen. 1933 stand sie an der Seite des jungen Jean Marais für den französischen Film Der Falschspieler, letztmalig vor der Kamera. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten war ein Großteil vor allem jüdischstämmiger Produzenten in unser Nachbarland emigriert. Die US-Kritiker stimmten Lobgesänge an und feierten sie schon als neuen Idealtyp des europäischen Vamps und als Garbo-Nachfolgerin. Danach verschwand sie vollständig von der Bildfläche, für ganze 81 Jahre. Es schien beinahe so, als hätte sie nie existiert, obwohl sie in über 40 Werken zu sehen war. Ende Februar 2014
verkündete schließlich eine Internetpräsenz das Ableben des lange verschollenen Kinderstars. Sie sei Mitte des Monats 98-jährig auf Hawaii gestorben, im Kreise der Familie. Ihre Asche wurde am Waikiki Beach verstreut. Dankenswerterweise lieferte die Webseite auch gleich den Verlauf ihres Weges ab 1933 mit. Schon kurz nach den Aufnahmen zu Der Falschspieler verließ sie Europa aus Protest gegen die Nazis. In den Vereinigten Staaten heiratete Loni 1938 einen Autohändler namens Roy Smythe, dem sie 3 Kinder schenkte und mit dem sie bis 1987 in Boston lebte. Sie unterstützte die Republikaner und gab Unterricht als Musiklehrerin. Kein so übler Lebenslauf, findet ihr nicht auch? Wenn er denn real wäre. Die ganze Geschichte ist reine Fiktion, erdacht von einer einzelnen unlauteren Person und anstandslos von der fehlgeleiteten Schwarmintelligenz des Internets übernommen. Erst die folgenden intensiven Recherchen förderten die Wahrheit zutage. Tatsächlich blieb Eleonore Nest Anfang der 30er Jahre in Frankreich und ehelichte einen Chemieunternehmer mit Namen Henri Arnaud. Über ihre zurückliegende Filmkarriere sprach sie kaum. Es wäre auch nicht ratsam gewesen, sich insbesondere während der Besatzungszeit als deutsche Berühmtheit zu präsentieren. Somit legte sie alles Deutsche ab, wurde zu einer angesehenen Dame der Gesellschaft und gegen Ende des Krieges sogar Präsidentin des französischen Roten Kreuzes. Ihren Ruhestand verbrachte sie an der Côte d'Azur, bis sie schließlich am 2. Oktober 1990 im Alter von 75 Jahren in Nizza dahinschied. Die einzige Tochter des Paares starb 2011. Der falsche Nachruf beschränkte sich nicht nur auf die Quasi-Auslöschung ihrer wahren Identität, er konstruierte auch eine völlig neue Abstammung. Mutter Annie hieß plötzlich Gladys und der Vater sei ein ausgewanderter amerikanischer Methodistenmissionar gewesen. Zumindest auf die Frage, woher der Autor die Inspirationen für seine Legenden nahm, lässt sich ansatzweise eine Antwort finden. Loni war kein Einzelkind. Sie hatte noch einen Adoptivbruder und eine 2 Jahre jüngere Schwester namens Ursula, beide ebenfalls schauspielerisch tätig. Das Leben der Ursula Nest verlief streckenweise nicht weniger nebulös. Für den Zeitraum von 1924 bis 1936 klafft beispielsweise eine große Lücke in ihrer beruflichen Biografie. Winzige Rollen sind dann wieder bis 1941 belegbar. Nachdem sie eine Zeit lang mit Eleonore in Paris gelebt hatte, ging sie den Fehler, nach Hitlerdeutschland zurückzukehren, um ihrer Karriere neuen Schwung zu geben. Unfreiwillig wurde sie vor Propagandaminister Goebbels Karren gespannt. Sie sollen sich hüten! Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden! Tatsächlich war sie es, die nach dem Zweiten Weltkrieg auswanderte und am 28. April 2007 in Florida verstarb. Während Loni niemals auf Hawaii war, besuchte Ursula die Insel recht häufig. Auseinandersetzungen mit Waffengewalt sowie allgemein jede militärische Symbolik wurden von beiden Darstellerinnen strikt abgelehnt. Ihre Haltung kann als ausgesprochen pazifistisch bezeichnet werden. Bruder Herbert dressierte Filmtiere und wirkte als Stuntman in NS-Produktionen mit. Es bleibt ungeklärt, ob er an der Ostfront fiel oder Frau und Kinder nach Kriegsende im Stich ließ
um in Amerika neu anzufangen. Zuweilen sprangen die Schwestern in Kindertagen als Double füreinander ein. Es ist also keineswegs sicher, dass wir in jeder Szene die gleiche Person sehen. Gelegentlich standen sie ganz offiziell gemeinsam vor der Kamera. Dies gilt unter anderem auch für den Golem. Ursprünglich war die Paraderolle der Bezwingerin des Ungetüms für Ursula vorgesehen. Da sie aber bei Wegeners Anblick permanent zu weinen anfing, übernahm kurzerhand Loni und wurde somit zum bekanntesten kleinen Mädchen der Horrorfilmgeschichte.